Bidi Bidi, Widerstand ist zwecklos. Hallo, wir sind Piranhas und wir sind noch nicht AI gesteuert. Noch nicht. Nee, sind wir noch nicht. Wir erzählen was über Computerspiele. Wir sind Entwickler aus dem Ruhrpott, machen Zocks und in aller Munde ist jetzt hier AI. Ne? Ja. Das ist jetzt der neue heiße Scheiß. Ne? Mittlerweile ist die Klospülung auch AI gesteuert. Ne? Die weiß jetzt ganz genau, wann sie... Ne? Ist das denn schon AI? Oder kann das weg? Ja, es ist so wie Feri Ultra, weißt du, damals war alles irgendwie mega, hammermäßig, ja, und heute ist alles AI irgendwie, oder? Das ist tatsächlich häufig Es so, ist doch wirklich nicht zu glauben, weißt du. Deswegen da stellt sich die Frage, was ist das denn überhaupt, ja? Also, vielleicht erstmal von der Begrifflichkeit, AI meint Artificial Intelligence. Ja, da gibt's auch einen deutschen Begriff für, da sagen wir nämlich KI. Das ist die künstliche Intelligenz. Mhm. Und was darf sich denn eigentlich alles künstliche Intelligenz nennen? Das ist schon eine Menge. Ich denke, ich habe mir da länger mal Gedanken drüber gemacht, jetzt im Bereich auf Videospiele bezogen oder auch auf Kunst. Es wird irgendwann dieser Moment oder dieser Knick kommen, wo es wieder mehr wert wird, Sachen wirklich nur aus Menschenhand gemacht zu haben. Also wirklich das Spiel wie bei Indie-Games, bei Retro-Games oder hast du nicht gesehen. Oder die Künstler, die halt wirklich noch auf Leinwand malen. Da kommt dann wieder dieser Moment so, hey, ne, das ist dann wieder was Handfestes, das ist wirklich nur von Menschen gemacht, die haben sich da wirklich was bei gedacht und das ist nicht einfach nur generierter Kram, wie das, was wir jetzt schon manchmal bei manchen Videospielen oder bei Filmen oder so haben, dieses generische. Ich hoffe sicher. Dann kommt auch noch dazu, sobald die KI was ändern soll, da ist halt dann der Moment erreicht, da kommt die halt nicht weiter. Und ich denke, da wird sich halt auch dann die Spreu vom Weizen trennen, wie sich das so, wie man so schön sagt. Und dann ist es halt so, hey, änder hier mal was, mach mal da was anders. Und dann brauchst du halt doch wieder den Menschen, weil bis du das dann eingegeben hast. Kommt auf den Bereich, also es wird mehr werden, aber ich glaube, die AI wird nicht so stark werden, dass sie Menschen komplett ersetzen kann, nicht auf absehbare Zeit. Das heißt, auf menschlichen Eingriff wird immer notwendig bleiben. Sie wird mehr Aufgaben übernehmen können, aber ich sag mal, die menschliche Kreativität wird so schnell nicht ersetzt werden können. Es wird ein Tool werden, ich glaube, das werden wir nie wieder wegkriegen. Es kann auch eine gute Hilfestellung sein, aber halt mit diesen Risiken muss man halt dann auch leben. Und ich denke halt, die Leute, die generierte Sachen wollen, die wollen die schon die ganze Zeit und Sachen, die einfach nur glücklich machen. Ich meine, die Trolle werden damit zum Beispiel glücklich sein, wenn man so will, die immer alles kritisch sehen. Aber die halt wirklich nochmal was wollen, was vielleicht sogar auch manchmal an manchen Ecken wieder was Neues ist oder aneckt, da wird dann halt, ich glaube, die KI nicht so weit kommen. Ganz einfach aufs Computerspiel gemünzt haben wir ja schon ganz lange von AI gesprochen, wenn wir zum Beispiel über das Verhalten von NPCs im Computerspiel reden. Ja. Das heißt, irgendwie gehe ich als Spielerfigur durch den Level und dann kommt irgendeine andere Figur und was macht die jetzt? Wie reagiert die? Wie entscheidet die denn jetzt selbstständig, wie sie auf mich reagiert, auf die Situation reagiert und was für ein Verhalten hat die an den Tag gelegt? Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss auch, dass wir vorher festlegen, was diese Figur kann und welche Verhaltensmuster die überhaupt zur Verfügung hat, um zu reagieren und welche nicht. Das heißt, die denkt natürlich jetzt nicht selbstständig wie ein eigenständiges Wesen und überlegt sich jetzt erstmal, ob sie jetzt vielleicht aus sich heraus frei irgendwie sich was Neues ausdenken kann, sondern die hat schon vorgefertigte Muster, auf die sie zugreifen kann. Also für mich ganz persönlich wäre es AI, ja, wenn eine Figur sich merken kann, dass sie von mir noch aufs Maul gekriegt hat und dann ihre Taktik ändert. Da gehe ich nicht nochmal hin, da kriege ich nur auf die Nase oder sowas, ja. Also, dass die lernen kann. Ja. Ja, das ist ganz wichtig, wenn also ich etwas erzeuge, was von sich aus lernen kann, dann ist das natürlich schon sehr viel näher an unserem eigenen Verhalten und kann seine eigene Verhaltensmuster entsprechend anpassen und verändern und das vielleicht auch so, dass es für mich selber unvorhergesehen geschieht. Ne? Und das ist das, was im modernen Sinne viel mehr dem Begriff der KI
näher kommt, würde ich sagen. Ja, ich würde das so interpretieren. Vermutlich gibt es da noch irgendwelche wissenschaftlichen Formulierungen, was das jetzt genau ist. Ne? Wie gesagt, ich habe gerade einen Witz gemacht über die Klospülung oder so, weißt du, wenn die sich gemerkt hat, irgendwie. Ja, also das kann man alles irgendwie interpretieren. Was ist AI? Was ist das so? Ne? Wenn man heute von AI spricht, dann spricht man meistens von Dingen, ja, oder von Maschinen, die im Internet rumkursieren, ob das jetzt ChatGPT ist oder irgendwelche Stable Diffusion Dinger oder irgendwelche Sachen, wo man Text reingibt oder ein Bild reingibt und so und sagt, mach mir mal irgendwas Neues daraus, mach mir mal einen neuen Text, mach mir mal irgendwas und so weiter. Und manchmal auch sprachgesteuert, ja. Ich sag jetzt das Wort mit A da unten nicht, sonst fängt das Teil da unten dann auch wieder an, irgendwie, nee, das habe ich keine Ahnung von. So, das ist ja auch eine gewisse Art von AI, ja, die einem zuhört ständig, die immer da ist, die immer präsent ist und so, die man dann auch irgendwie wegblendet vielleicht oder so. Es gibt auch Menschen, die sagen, irgendwie, das möchte ich überhaupt nicht, ja, so ein Ding da, was mir zuhört oder so, ja. Und mit AI ist halt jetzt momentan irgendwie gefühlt alles gemeint, was irgendwie so ein bisschen eigenständig Dinge tun kann. So, ja. Es ist auch so ein Modewort geworden, deswegen frotzel ich es auch so rum, ne? Weil man ist immer so, ja gut, was ist denn passiert in den letzten Wochen? Warum ist denn das jetzt auf einmal in aller Munde? Ja, weil in den letzten paar Wochen halt einige von diesen Algorithmen veröffentlicht worden sind, die wirklich sehr starke Dinge tun, ne? Die wirklich sehr intelligentes Zeug machen, wie ich gebe irgendwas ein und gib mir mal einen Text über, keine Ahnung, eine Geschichte, erzähl mir eine Geschichte über einen kleinen Jungen, der irgendwie bla 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 irgendwas erlebt und so, und dann schreibt dieses Ding dir tatsächlich eigenständig irgendwas dahin, ja, was du ihm gar nicht so explizit gesagt hast. Das hat nur das Gefühl irgendwie, ach guck mal, ja, da denkt einer mit, da ist ein zweites Gehirn, so, ja. Und wir wurden auch schon sehr oft gefragt, wie geht ihr denn damit um? Ja, das ist immer die Frage so. Da habt ihr doch demnächst was da reingebaut, baut doch eine AI in euer Spiel ein, macht doch da mal ein bisschen was mit und so weiter. Um das zu verstehen, finde ich erstmal interessant, überhaupt einen Blick darauf zu werfen, wie wird denn sowas überhaupt gemacht? Wie entsteht das überhaupt? Ja. Und was ist dafür notwendig, um diese Frage sinnvoll zu beantworten? Ne? Leute haben da gleich immer Horrorvorstellungen, ne? Die denken dann irgendwie so, ja, unsere Zukunft sieht aus wie bei Terminator. Skynet, jetzt, ja. Wo es KI gibt. Aber auch sowas wie, also eine richtig intelligente KI, wie zum Beispiel ChatGPT oder die anderen, die genannt worden sind, die werden natürlich erstmal von irgendjemandem gemacht. Das heißt, es braucht zunächst einmal Entwickler dafür, die eine KI erzeugen, die das können soll, was ich jetzt gerade brauche. Und das macht ja nicht einfach irgendwas, sondern es bekommt im Grunde genommen eine Fülle an Informationen, die dieser KI zur Verfügung gestellt werden, auf die sie wiederum wieder zurückgreifen kann, um aus sich selbst heraus etwas Neues zu erzeugen. Und den Aufwand, diesen Programmieraufwand, dem Ding zu sagen, wie lernfähig bist du? Welche Informationen darfst du benutzen? Wie wirst du gefüttert? In welche Richtung soll das gehen? Was von dem, was du machst, ist unbrauchbar? Was ist wahr? Und so weiter. Das ist alles etwas, was der Entwickler von der KI ja auch erstmal leisten muss. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn wir jetzt sagen, hey, super, wir benutzen jetzt KI für... Und dann hatte irgendjemand letztes Mal geschrieben, ja, mach doch mal eine KI, die dann Dialoge selber schreibt. Weil es naheliegend ist, weil man ja gerade mit ChatGPT kann man da rumtexten und so, boah, guck mal, da braucht man doch gar keine Storywriter mehr. Das kann man doch einfach da reingeben. Genau, also wenn wir das jetzt mal zu Ende denken würden, würde das bedeuten, die ganze Hintergrundgeschichte, die wir jetzt gemacht haben, zum Beispiel für ein Spiel XY und die NPCs, die es dafür schon gibt, die Quests, die es dafür schon gibt, die Informationen, die das Spiel schon hat, die müssten wir also irgendwie alle wo reingeben, damit was dabei rauskommt? Mach doch die AI für dich. Sag doch einfach hier, machen wir Charaktere und bla und so. Welche? Dir ist doch völlig egal. Nimm doch einfach das, was das Ding sagt. Okay, ich nehme jetzt ChatGPT und schreib mir mal einen Dialog für Jack, den Leuchtturmwärter. Ja, richtig. Dann schreibt ChatGPT totalen Müll.
Ja, stimmt. Dann gibt's halt noch ein paar Parameter ein. Das ist ein alter Mann und der ist zur See gefahren und bla und so. Und dann gibst du ihm ein paar Sachen und dann schreibt er dir dann einen tollen Text hin, ja klar. Bedeutet also, man kann die AI, die es aktuell gibt, entweder nutzen, um sich inspirieren zu lassen und Teilstücke zu erzeugen, zum Beispiel sowas wie kleine Lore-Geschichten oder kleine Bereiche, oder man müsste eine KI selber entwickeln, die zugeschnitten auf das, was man braucht, auch leisten kann. Und das würde bedeuten, man bräuchte ein Entwicklerteam, das extra das anhand einer KI erstmal baut, was man als Tool benutzen kann, um etwas zu erzeugen, was besser und schneller ist als das, was ich selber mache. Und da sind wir aktuell noch gar nicht. Das machen aber auch schon sehr viele. So, wir sind keine Forschungsabteilung, ja, wo wir jetzt jemanden abstellen, der auf AI forscht. Ich glaube, da sind andere viel gewiefter als irgendwelche Content-Puzzle oder Programmierer bei uns. Ja. Wir haben auch schon mal mit AI rumgetestet und haben auch Sachen schon ausprobiert und so weiter. Aber es ist ein sehr kompliziertes Feld und man muss auf viele 100 Menschenjahre Entwicklung irgendwie immer zurückgreifen und von da dann an starten, so, ja, und Sachen weiterentwickeln, ne? Und genau das passiert auch, aber wir sind keine Forscher, wir machen Computerspiele. Was bedeutet, dass wir erstmal uns ansehen, was andere erarbeiten und diese Sachen, sofern sie für uns praktikabel sind, dann nutzen. Mhm. Ja, das ist bei uns Entwicklern so. Wir entwickeln Computerspiele, nicht AI. Ja, in erster Linie. Wir können Dinge natürlich auch manipulieren. Wir können sicherlich auch noch verbessern. Wir können das auch noch auf unsere Bedürfnisse zuschneiden, den ganzen Kram. Ja, aber zum Beispiel so eine AI in ein Spiel einzubauen, dass die AI dann im Grunde genommen für dich dann spricht, würden wir nicht machen, weil es unkontrollierbar ist. Ja, weil es so ein Ding ist, wo man nicht weiß, was dann dabei rauskommt. Und es gibt viele Gefahren, die das birgt. Wenn du ein Computerspiel baust, ja, wo Menschen eine KI vor sich haben, dann ist das so, wenn das ungeführt läuft, kann das sein, dass diese AI versumpft. Mhm. Menschen experimentieren gerne. Und die größte Gefahr, die ich momentan sehe, ist, wenn eine AI merkt irgendwie, dass es lustiger ist, wenn man irgendwie Fäkalsprache benutzt, wenn man grausam ist, wenn man wenn sexistisch wird oder so. Es gibt ja Menschen, die machen dann sowas damit, ja. Dann fängt eine AI an zu glauben, dass das cool ist. Und dann gibt es dir das, was du willst. Mal gucken, was der sagt, wenn das machen alle. Irgendwelches krankes Zeug mit dem Ding, so. Und das merkt sich so eine KI dann, ja? Das wird dann zu einem bösen Ding irgendwie, ne? Gezüchtet. Und je krasser das ist, desto mehr geben die Menschen das da rein. Und deswegen würden wir von sowas Abstand nehmen, etwas in unsere Spiele einzubauen, wo wir es überhaupt nicht kontrollieren könnten. Genau. So, die Alternative ist natürlich, es eben doch zu kontrollieren und zu sagen, das Ding darf verschiedene Sachen gar nicht lernen. Und selbst das ist kompliziert, weil viele Informationen, die man da reingeht, wenn man dem zum Beispiel sagt, lerne aus Geschichtsbüchern, dann lernt das Ding aus den Geschichtsbüchern ja vielleicht schon so etwas wie Sexismus. Und das ist immer schwierig, das heißt, du musst ständig irgendwie aufpassen, was soll meine KI leisten können, wo soll sie hingehen, was soll sie dürfen, von wem darf sie lernen, von wem nicht. Und dass das im Grunde genommen eine gefühlte Sache ist. Und wir sind quasi auch an der Stelle einfach Endverbraucher. Ja. Hinzu kommt... Wir nutzen diese Tools, die da rauskommen, ne? Also das machen wir schon. So, wenn was praktikabel ist und es nutzbar ist, dann benutzen wir es auch. Genau, also du könntest zum Beispiel kleine Geschichten oder sowas in Inspiration irgendwie nutzen lassen, aber das meiste von Hand zu bauen macht dann schon Sinn. Ja. Zumal an zweiter Stelle dann auch noch das Problem der Lizenzen bekommt. Wenn jetzt zum Beispiel urheberrechtlich geschützte Werke, Tonmaterial, Bildmaterial für die KI zur Verfügung gestellt wird und das macht daraus wieder was Neues, gibt es momentan keine gesicherte Rechtslage, dass man das Ergebnis dessen auch benutzen kann. Deswegen ist es besser, vielleicht an der Stelle erstmal abzuwarten und zu gucken, naja, wie können denn die ursprünglichen Schöpfer dieser Werke ihre Werke schützen? Kriegen die irgendeine Art Entschädigung? Wie ist die Rechtsprechung dafür? Das ist alles noch recht in den Kinderschuhen. Auf jeden Fall super spannend anzuschauen und am Ball zu bleiben, wo die Reise an der Stelle hingeht. Ja, und das ist dann irgendwie momentan so vor Gericht und auf hoher See und keiner weiß so richtig, was kommt dabei raus. Wissen wir noch nicht. Ja, muss man Angst davor haben?
weiß ich nicht. Ich habe da keine Angst vor, aber das muss jeder für sich selber entscheiden, was jetzt vernünftig ist, damit umzugehen oder es vernünftig zu nutzen oder, ne, klar, das wissen wir alles nicht. Wir wissen auch nicht, wie sich diese AI-Landschaft jetzt irgendwie entwickelt. Wir wissen auch nicht, was das Ding nachher am Ende leisten kann. So, ne, es kann ja auch schon Songs schreiben und so ein Zeug. Das kannst du alles reingeben und so. Ja, Programmieren. Das ist Wahnsinn. Ja, das stimmt. Aber wo, an welcher Stelle nutzt du das für dich selber? Ne? Erfahrungsgemäß war es in der Vergangenheit häufig so, dass alles immer so einen wirtschaftlichen Touch hatte. Ja, also jeder Entwickler oder viele Leute, die haben ja ein Ziel. Und das häufigste Ziel, was wir so gesehen haben in unserer Welt, ist Geld. Das heißt, wer kauft denn den Kram am Ende am besten? Ja. Das heißt, wer buttert für was die meiste Kohle rein? Ne? Könnt ihr mir zum Beispiel vorstellen, dass es sowas gibt dann nach einer Weile wie so ein Personal Assistant, den ich dann irgendwie in meiner Uhr habe, irgendwie so wie so eine kleine Mini Alexa, die dann zum Beispiel mir einfach sagt, was gerade Sache ist. Ist doch nicht fassen. Du darfst nicht mal flüstern, dann fängt die schon an zu rabbeln. Die hört mich hier oben. Alexa, aus. Ja, ist so. Ist ja nicht zu glauben. Die hört zu, ja sehr. Ja. Und das ist natürlich auch so eine Geschichte. Wenn ich jetzt so eine KI habe, die jetzt in meiner Uhr ist die dann noch neutral? Vertritt die eine Meinung? Wessen Meinung? Ja. Also wer hat das Ding gebaut und welche Wahrheit erzählt die mir denn? Oh Mann. Und da müssen wir halt ein bisschen mal drauf achten. Ist das noch alles irgendwie etwas Neutrales oder wird mir da etwas verkauft, was zum Beispiel dann von der Firma, die die Dinger verkauft, deren Meinung dann vertritt? Tja, das ist auf jeden Fall die Mutter aller alternativen Fakten. Wir sind gespannt. Ja, wir werden sehen. Hast du eine Community-Frage? Klar. Lisa Su von AMD sagt hier ein Zuschauer, dass die Ryzen CPUs mit AI bald in Spielen die KI der Gegner steuern können. Was ist da eure Meinung? Ist das Zukunftsmusik oder in greifbarer Nähe? Das ist in greifbarer Nähe, wenn man es benutzen kann, wenn man es sich für sich nutzbar machen kann. Wenn das also ein Spiel hat ja auch immer irgendwie einen Sinn und Zweck und ein Everyday Life. Und wenn es irgendetwas Unkontrollierbares tut, ja, dann können wir es nicht nutzen, weil wir da nicht wissen, was passiert, ja. Stellt euch mal vor, ein NPC wird von einer AI gesteuert und der dreht völlig durch und fängt an, den Spieler zu beleidigen. Ne? Ja, einfach mal so, ja. Dann sind wir dafür verantwortlich für diese Inhalte in diesem Spiel, ja, und können uns da nicht mit rausreden, ja, das hat die AI gemacht, haben wir doch nichts mit zu tun. Das ist ja Quatsch. Ja, steht unser Name drauf. Also müssen wir schon gucken, was da passiert. Das heißt, wir müssten das analysieren, wir müssen gucken, was kann das und so. Und dann gibt es vielleicht nur einen kleinen Teilbereich, den das Ding leisten kann, den wir brauchen. Ja, den haben wir mal eben schnell selber programmiert, eventuell. Das ist so, vielleicht hat er auch mit Kanonen auf Spatzen geschossen. So, das müssen wir abwarten. Wissen wir noch nicht so genau. Klar ist das Zukunftsmusik und irgendwann werden diese Sachen selbstverständlich sein zu nutzen, wie ein Handy zu benutzen. Ja. Damals wurdest du ausgelacht irgendwie, ich muss doch nicht jeden Tag erreichbar sein, aber bist du denn für eine? Bist du wichtig oder was? Ja, das weiß ich, 99er, wenn du ein Handy hattest. Heute, du hast kein Handy. Und so ähnlich wird das jetzt auch passieren mit der AI. Ja. Ich finde, ein schönes Beispiel für das Thema Gegnerverhalten ist, wie wir damals irgendwie Figuren haben laufen lassen und wie die erkannt haben, was vor ihnen ist. Ja. Also früher war das ganz digital. Du hast eine glatte Fläche, da läuft eine Figur so, wie sie es vorgegeben gekriegt hat. Und wenn da jetzt zum Beispiel ein Hindernis war, zum Beispiel eine Stufe, dann gibt es irgendwie Stufen, die sind alle in derselben Höhe und dann gab es irgendwie so eine Animation, dass darauf gelaufen werden kann, zum Beispiel. Und alles, was davon abweicht, gibt es nicht und bei der Wand hält das, ja, so ganz einfach. Und wenn jetzt wenn man die Zeit jetzt vorspult, gibt es heutzutage Tools, die die Figur quasi von alleine erkennen lassen, welche Art von Hindernissen sind denn, also Topologie ist ja heutzutage fast realistisch, das heißt, es gibt Hügel, es gibt unterschiedliche Steigungen, es gibt Klötze, Steine, Baumstümpfe, umgefallene Wurzeln, also ganz komplizierte Dinge, die man als Hindernis vor sich haben könnte. Und die KI der Figur analysiert dann quasi von sich aus, welche
Möglichkeiten hat sie, über das Hindernis herüber zu kommen? Muss sie laufen? Kann sie klettern? Wie hoch muss das Bein? Kann sie springen? Kann sie einfach nur gehen und so weiter? Und passt dann ihr eigenes Verhalten der gescannten Situation an, sage ich jetzt mal. Und so etwas Ähnliches kann man natürlich auch im Gegnerverhalten machen. Das heißt, dass die Figur lernt, ne, KI, auf welche Angriffsmuster sie wie reagieren kann, welche Schläge sie zur Verfügung hat, welche Abwehrmechanismen sie zur Verfügung hat und sie dadurch quasi eine intelligentere Art des Gegnerverhaltens an den Tag legen kann, als früher noch, wo es irgendwie nur 2 Schläge gab und wenn ich wusste, welche beiden das sind, dann kann ich das machen. Ob das Spaß macht, wie viel Spaß das macht, wie schlau das ist, das einzubauen und wo es seine Grenzen hat, das bleibt dann immer offen und muss man sich im Detail ansehen, wie immer. Wir werden sehen. Bleibt spannend. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranha Becken TV. Bis dann. Macht's gut. Ich habe ja noch überhaupt keine Ahnung, ne, was da abgeht. Ich habe schon ein bisschen rumprobiert, so wie alle so, ne, hab da so meine Meinung dazu, aber das ist... Wahrscheinlich wird sich voll lohnen, nächstes Jahr nochmal so eine Folge zu machen. Machen wir.